Wer auf der Suche ist nach einem richtig schönen, großen Bild fürs heimische Wohnzimmer, ja, der hat heute tatsächlich 3 hervorragende Technologien zur Wahl. Das ist der klassische Fernseher, den man ja heute sogar in 100 Zoll kaufen kann. Es ist der Laser-TV, der ebenfalls diese Größen und sogar noch mehr schafft. Und natürlich der Heimkinobeamer mit einer großen Leinwand, der dann nach Bedarf auch verschwindet. Diese Technologien haben sich alle 3 drastisch weiterentwickelt über die letzten Jahre und ich will euch heute mal den Stand der Dinge vermitteln. Was dürft ihr erwarten bei welcher Technologie und welche ist vielleicht die richtige für euer Zuhause? Herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, diese Frage, Fernseher, Laser-TV oder Beamer, die wird uns natürlich jeden Tag in unseren Ladengeschäften gestellt. Und an der Stelle lade ich euch auch herzlich ein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da könnt ihr einen Termin vereinbaren und euch die Sachen mal im Heimkinoraum in eurer Nähe kostenfrei und live in Ruhe ansehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Fernseher mal an im Vergleich. Bei einem Fernseher, hier reden wir heute mal von einem 100 Zoll bzw. 98 Zoll Fernseher, was ja hier dieser 100 Zoll Standard in Wirklichkeit ist. Da gibt es ein paar Dinge zu berücksichtigen, gerade auch was die Installation betrifft, denn da geht es hier nochmal ein bisschen vorher eigentlich los, und zwar mit dem Transport. 70 Kilo wiegt so ein großer Fernseher in etwa und das ist also schon eine Herausforderung, den zum Ort des Geschehens überhaupt zu bringen, in euren Wohnraum oder in euren Kellerraum, wo auch immer ihr den dann nutzen wollt. Bei der Installation kann das Gewicht auch problematisch sein, denn 70 Kilo, die halten in der Regel nicht an einer Trockenwand im Fall der Wandmontage und auch ein Sideboard muss erstmal so viel Gewicht tragen. Wenn der Riesenfernseher dann erstmal installiert ist, wird es einfach. Jeder, der einen Fernseher bedient hat, weiß, was einen erwartet und wie so ein Gerät auch funktioniert. Schön bei einem Fernseher ist in der Regel, dass man eine hohe Bildhelligkeit hat. Das heißt, wir sind hier besser in der Lage, gegen das Sonnenlicht anzukämpfen. Also in einem sehr hellen Raum hat man mit einem Fernseher oftmals Vorteile. Sofern die Lichtquellen, die Fenster oder Lichter nicht von hinter einem auf die Bildfläche strahlen, denn dann sehen wir die Reflexion und das kann auch wieder störend sein tagsüber. Grundsätzlich gilt beim Fernsehen natürlich auch, die Bildqualität, die ist entscheidend und das ist oftmals eine Kostenfrage. Also ein Mittelklasse-Fernseher in 98 Zoll, der liegt ja Stand heute schon bei, kriegt man schon für 4.000 € eigentlich so einen Fernseher. Aber ihr dürft natürlich keine Wunder von so einem Gerät erwarten. Das heißt, die Bildqualität wird dann mäßig sein. Milchiges Bild, nicht unbedingt sehr kontrastreich, auch nicht die beste Signalverarbeitung. Da ist also auch Luft nach oben. Wenn man ein richtig gutes Gerät haben will, dann kostet das gut und gerne mal 10.000 € oder auch mehr. Lautsprecher sind in der Regel integriert und die reichen auch aus, um wunderbar mal die Nachrichten oder eine Doku anzuschauen, aber auch egal, was angepriesen wird mit Dolby Atmos und Surround Sound und so weiter. Wenn ihr richtigen Kinosound haben wollt, braucht ihr bei einem Fernseher immer eine externe Lösung, eine ordentliche Soundbar oder gleich eine Surround-Anlage. Dann kommen wir auch schon zum Laser-TV, der ja eigentlich komplett anders funktioniert, obwohl er genauso aussieht wie ein 100 Zoll großer Fernseher. Aus 2 Teilen besteht das Ganze. Zum einen aus dem Ultrakurzdistanzprojektor, der eben auf ultrakurze Distanz von dem Sideboard, auf dem er steht, auf die spezielle Leinwand ein riesengroßes Bild projizieren kann. Und da sind wir auch schon beim zweiten Teil, die Leinwand. Die sorgt nämlich dann dafür, dass das Bild auch nicht ausgewaschen wird, dass man den maximalen Kontrast und auch Helligkeit hat und somit tagsüber eben auch so gut was sehen kann wie am Abend. Die Installation, die ist hier um einiges leichter. In der Tat, zum einen bekommt man das Ganze natürlich sehr einfach in jeden Raum, denn die Leinwand, die ist natürlich nicht so am Stück in 100 Zoll groß, sondern die ist zusammengebaut in einem kompakten Karton. Die baut man dann in dem Raum dann erst auf und hängt sie an die Wand. Die wiegt auch nicht viel, also etwa 10 Kilo roundabout dürfte sowas wiegen, trägt also auch jede Rigipswand und der Laser-TV, also der Ultrakurzdistanzprojektor, der wird einfach auf euer Lowboard gestellt und projiziert dann eben dieses Bild dahin. Auch nicht mehr Kabelverlegerei, im Gegenteil, die Kabel fallen ja hinter dem Sideboard runter. Das heißt, obwohl man hier das Panel oder das Bild an der Wand hat, gibt es dann keine störenden Kabel, die da hier vielleicht nach unten sichtbar wären.
In Sachen Bildqualität ist es tagsüber so, dass der Laser-TV in aller Regel nicht so hell ist wie ein Fernseher. Das heißt, das Bild ist tagsüber dunkler, es kann sich nicht so gut gegen das Sonnenlicht durchsetzen. Ihr könnt trotzdem aber was sehen. Und ihr habt hier einen Vorteil, es gibt keine störenden Reflexionen, denn diese Leinwände sind super matt. Egal von welchem Winkel ihr drauf schaut, ihr werdet also keine Reflexionen sehen. Ja, und somit ist das Erlebnis meiner Meinung nach sehr ähnlich tagsüber. In beiden Fällen, wenn es richtig gut sein soll, müsst ihr etwas abdunkeln. In abgedunkelter Atmosphäre oder am Abend, wenn wir uns einen Film anschauen, dann ist natürlich wichtig, dass der Kontrast sehr hoch ist, dass wir also ein tiefes Schwarz haben, schöne helle Highlights, viel Dynamik und Plastizität. Da ist es so, dass ein Premium-Fernseher, also nehmen wir mal einen guten OLED-Fernseher oder einen tollen Mini-LED-Fernseher mit sehr vielen Dimmingszonen, aber wirklich aus der Premium-Qualität, die sind in der Regel dann besser als ein Premium-Laser-TV. Die schaffen also noch einen besseren Schwarzwert, die schaffen noch ein bisschen mehr Helligkeit, also mehr Kontrast. Allerdings kann man hier auch sagen, dass man schon gut und gern beim doppelten oder sogar beim dreifachen Preis dann liegt bei dem Fernseher. Der ist also dann deutlich teurer. Und was die Farben betrifft, ist das Ganze nicht so, denn sehr gute Laser-TVs, die sind heutzutage schon mit RGB-Laser ausgestattet. Das heißt, die haben 3 Farbkanäle und schaffen Farbräume, die ja irre groß sind. Das heißt, die können sehr viel mehr Farben abbilden, die wir mit unserem Auge tatsächlich auch sehen können, als das ein Fernseher könnte. Im mittleren oder gehobenen Preissegment, da behaupte ich sogar, dass ein Laser-TV in aller Regel deutlich besser aussieht. Ein Punkt, der beim Fernseher und auch beim Laser-TV wichtig ist, ist natürlich der Raum, den so eine Leinwand in Anspruch nimmt. Für Laser-TVs gibt es sogar die Option, dass diese Leinwand von unten nach oben einfährt und die dann auf Bedarf eben verschwindet. Beim Fernseher gibt es rollbare OLEDs, ja, die sind aber leider noch sehr, sehr teuer und auch nicht in diesen Größen Stand heute verfügbar. Tja, und so eine große Fläche im Wohnzimmer zu haben zum Beispiel, das verändert natürlich den Raum immens. Die Fernseher haben sich da ja was einfallen lassen, einen sogenannten Gallery Mode oder auch gibt es ja diese Samsung The Frame Fernseher beispielsweise, die dann ja bei Nichtbenutzen ein Bild einblenden sollen und somit ja nicht so wie das große schwarze Loch im Raum dominieren sollen. Wenn der Fernseher dann aus ist, ist er halt einfach pechschwarz und dominiert den Raum. Das ist für viele Kunden, stellen wir fest, ein Grund, nicht auf so einen großen Fernseher zu gehen. Also wenn man dieses große Bild haben möchte, dann ist vielleicht der Laser-TV mit seiner grauen Leinwand, die ja tatsächlich genauso viel Platz eigentlich in Anspruch nimmt, aber ja so matt grau dominiert das deutlich weniger den Raum und wir haben die Erfahrung gesammelt, dass die Kunden da deutlich besser damit zurechtkommen als ja, mit so einer hochglänzenden, tiefschwarzen großen Fläche. Wie ein Fernseher hat auch ein Laser-TV integrierte Lautsprecher. Die sind hier allerdings vorne angebracht und strahlen einen direkt an. Und das ist ein Vorteil. Dadurch bekommt man den Klang einfach noch ein bisschen klarer mit. Auch die Lautsprecher sind tendenziell eher größer. Man hat also wirklich ja, eine gute Performance, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Klarheit, als in aller Regel das bei den Fernsehern der Fall ist. Nichtsdestotrotz, wenn man hier mehr haben möchte, mehr Kino-Feeling, braucht man auch hier eine gute Surround-Lösung. Als dritte Möglichkeit gibt es natürlich noch den klassischen Heimkinobeamer mit einer Leinwand. Und die Möglichkeit ist meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt, denn auch hier hat sich extrem viel getan. Dieses flaue Bild, das vielleicht der eine oder andere von euch noch kennt von dem Beamer, diese Zeiten sind also vorbei und ihr könnt auch mit einem Beamer ein sagenhaft gutes Bild in eurem Wohnzimmer erzeugen. Und tja, die Vorteile liegen hier natürlich auf der Hand. Ihr könnt deutlich größer gehen. Also eine Leinwand von 3 Meter Breite zum Beispiel ist überhaupt kein Thema. Und das Ganze fährt eben runter, bringt euch ein enormes Erlebnis. Und wenn ihr es nicht mehr braucht, die Leinwand nicht mehr braucht, dann drückt ihr das Knöpfchen, die fährt wieder weg und euer Wohnzimmer, ja, bleibt euer Wohnzimmer und ihr habt eben nicht so einen großen schwarzen Kasten an der Wand hängen. Auf der anderen Seite hat man natürlich einen größeren Installationsaufwand. So eine Leinwand muss installiert werden, das Stromkabel muss verlegt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann ein Projektor positioniert und der kann dann ja entweder in einem Regal stehen oder vorzugsweise dezent an der Decke hängen. Auch das muss natürlich installiert werden. Es gibt
Mittlerweile auch smarte Projektoren. Das heißt, wer nicht unbedingt ein Kabel verlegen möchte, ein HDMI-Kabel von vorne, von den Zuspielern nach hinten, der kann auch einen smarten Projektor nutzen und die integrierten Apps verwenden. Hier muss man allerdings noch unbedingt berücksichtigen, dass dieses ganze Thema Sound, und das möchte ich jetzt zuerst behandeln, etwas anders funktioniert als bei einem Laser-TV oder einem Fernseher. Da sind ja die Lautsprecher eingebaut und da sind sie auch vorne. Wenn ich einen smarten Beamer habe, ja, dann sind unter Umständen auch Lautsprecher eingebaut, aber die sind natürlich dann irgendwo hinter mir oder über meinem Kopf. Das schmälert das Erlebnis. Gerade wenn man dann so ein sagenhaft großes Bild hat, braucht man auch einen großen Sound. Das heißt, hier ist eine externe Lösung auf jeden Fall Pflicht, eine ordentliche Soundbar oder eben ein Surround-System. Große Frage ist aber natürlich, wie sieht die Bildqualität aus im Vergleich zum Laser-TV oder einem Fernseher? Tagsüber kann man sagen, der Projektor ist von allen Lösungen die dunkelste und am wenigsten tageslichttauglich. In Anführungszeichen, denn mit einem hellen Projektor, der 2500 oder mehr Lumen hat, kann man tagsüber durchaus was sehen. Wenn man allerdings ein lichtdurchflutetes, sehr helles Wohnzimmer hat, wird es schon schwierig damit. Am Abend oder wenn es dann dunkel ist im Raum, spielt der Projektor sein volles Potenzial aus. Kombiniert mit einer Hochkontrastleinwand bekommt ihr dann ja ein richtig klares, dynamisches, plastisches und ganz authentisches Bild auf eure Leinwand. Das hat also gar nichts mehr zu tun mit diesen flauen, milchig, matschigen Bildern, die man vielleicht aus vergangenen Jahren kannte oder heute vielleicht sogar noch von dem einen oder anderen Business-Projektor kennt. Was den Schwarzwert und den Kontrast betrifft, so liegt man mit einem modernen Projektor in der Regel bei gleicher Preisklasse ein bisschen über dem Niveau eines Laser-TVs. Was die Farbbrillanz betrifft, so liegt man hier ungefähr auf Augenhöhe mit den Fernsehern, denn kaum ein Projektor hat diese RGB-Laser-Technologie bislang, wie wir das von manchen Laser-TVs kennen, die dann eben einen nochmals größeren Farbraum haben und mehr Farben darstellen können. Egal welche der drei Lösungen, die bekommt ihr gerne bei uns bei Heimkino Raum. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns gerne an, nutzt auch unser Terminsystem. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf Wunsch installieren wir euch natürlich sowas auch gerne komplett in eurem Zuhause. Ihr seht also, ja, es kommt wirklich auf die persönlichen Ansprüche an, es kommt auf den Raum drauf an. Die Lösungen sind also ganz unterschiedlich und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anleiten, konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Und mich interessiert natürlich auch, was ist eure präferierte Lösung? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.